Wir grüßen dich. Schön, dass du hier bist. Oder wie man in der Schweiz sagt, schön bist du hier. Danke, schaust du unsere Videos. Danke, drückst du den Like-Button. Danke, hast du uns abonniert und empfiehlst uns weiter. Danke, kommentierst du. Danke, bist du die Kritik, die der Veganismus braucht. Und ich meine richtige Kritik, also unterscheiden, einschätzen, beurteilen. Nur gemeinsam können wir die Kritik des Veganismus sein. Olli, Karl, Vegandalf und ich können das nicht alleine stemmen. Wir brauchen dich. Deine Stimme, deine Wut, deine Leidenschaft für den Veganismus. Deine Stimme, deine Wut, deine Leidenschaft für die Tiere. Habe ich manchmal die Schnauze voll und frage mich, was das eigentlich alles bringt? Absolut. Aber dann denke ich an mein Motto. Trotzdem. Brauchen wir die Kritik des Veganismus? Solange Milliarden Schweine, Rinder, Hühner, Lachse, Rehe, Füchse, Tauben, Schafe, Hunde und Meerschweinchen eingesperrt, erschossen, unterdrückt, ausgebeutet und geschlachtet werden. Solange Gisela und Heiner vom Menschen als Allesesser schwadronieren, ihren Genuss betonen, Veganismus als Ernährungsweise sehen und nicht verstehen, weshalb VeganerInnen Ersatzprodukte konsumieren. Solange Menschen sagen, dass sie Tiere lieben, während sie ins Schweinesteak beißen, solange Scharlatane und Blender wie Nico Rittenau und Robert Mark Lehmann ihren Blödsinn über Veganismus verbreiten und Hunderttausende erreichen, so lange brauchen wir die Kritik durch den Veganismus. Aber wir brauchen auch die andere Seite. Solange Vegane denken, Veganismus habe mit Politik, links und rechts, Feminismus, Antirassismus und Kapitalismus nichts zu tun, solange Vegane glauben, die Menschen müssten einfach nur anders einkaufen und nur die richtigen Argumente hören, solange Vegane die Shoah instrumentalisieren, solange Vegane den Veganismus nicht als Überwindung des Tierkonsums verstehen und den Tierkonsum nicht als Ideologie sehen, solange brauchen wir die Kritik am Veganismus, an der veganen Bewegung. Also, bleib oder werde Teil von Kritik des Veganismus. Er braucht dich. Die Tiere brauchen dich. Nietzsche hat mal geschrieben, ein Denker, Sick, muss wissen, welche Erfahrungen er noch machen möchte. Und bei Videos ist das auch so. Die zeitlichen, emotionalen, intellektuellen und finanziellen Ressourcen sind begrenzt. Der Philosoph Alfred Whitehead meinte mal, die Philosophiegeschichte bestehe aus einer Reihe von Fußnoten zu Platon. Das Projekt Kritik des Veganismus beruht auf einem Manuskript, das ich vor 3 Jahren geschrieben habe. Und ich betrachte den Kanal auch als Fußnote zu diesem Manuskript. Eine Fußnote, die länger ist als der eigentliche Text. Und wenn mich hoffentlich die Arbeitswut im besten Sinne packt, dann werdet ihr das Manuskript früher oder später als Buch in den Händen halten. Noch ein Einblick in unsere Arbeitsweise. Meistens läuft es so, dass ich eine Videoidee habe, recherchiere, ein Skript schreibe, aufnehme und es dann an Olli schicke, der schneidet und Grafiken erstellt. Im Rahmen meiner limitierten finanziellen Möglichkeiten entlohne ich Olli dafür natürlich. Olli und ich gehen beide in Vollzeit einer Lohnarbeit nach, sodass Videos nicht im Wochentakt erscheinen können und sich manchmal verzögern. Ich bin mir nicht sicher, ob deutlich wird, wie viel Denkarbeit in einem Video steckt. Und es ist ja nicht nur die Recherche. Ein Video beschäftigt mich auch im Schlaf noch. Viel emotionale Arbeit, die da geleistet wird. Nehmen wir die Videoreihe zu Nico Rittenau. Die wollte ich letztes Jahr schon machen. Ich hatte dafür mit 8 bis 10 Personen gesprochen bzw. geschrieben, die wissenschaftlich aktiv sind oder waren und promoviert sind. Dann kam aber die Videoreihe zum militanten Veganismus dazwischen und weil Nico Rittenau mich nach einem harmlosen Kommentar blockiert hatte, war er nicht mehr auf meinem Radar. Erst durch den Auftritt bei Ben Ungeskriptet ist er für mich dann wieder in Erscheinung getreten. Ich war und bin immer noch ein Stück weit wütend, dass diesem Scharlatan und Blender solch eine Reichweite gegeben wird. Aber ich will Wut ja produktiv nutzen und so kam mir die Idee, ein Video zu machen. Und aus einem Video werden 2 Videos, werden 3 Videos und so weiter. Recherche zu Narzissmus, Recherche zu Wissenschaft und Ideologie, Recherche zu Kant und Instrumentalisierung, Austausch mit echten WissenschaftlerInnen, Austausch mit Menschen, ob man das überhaupt machen sollte, jemanden als Narzissten zu bezeichnen. Und nebenbei noch den Auftritt von Nico Rittenau anschauen und die entsprechenden Stellen aufnehmen. Dazu noch Shorts für YouTube und TikTok mit Untertiteln erstellen. Und dann sieht man, dass jemand wie Nico Rittenau oder Robert Mark Lehmann sich einfach so hinsetzt, die blödsinnigsten Dinge äußert und dafür gefeiert wird. Tobias, bist du etwa neidisch? Nein, ich finde das nur nicht fair, aber dann denke ich mir, trotzdem. Wenn du noch bis zum Ende geschaut hast, danke. Du bist wichtig, du zählst. Hilf uns und den Tieren, indem du die frohe Botschaft des Veganismus verbreitest und die Menschen auf Kritik des Veganismus aufmerksam machst. Das letzte Wort überlasse ich Vegandalf. Die Welt des Tierkonsums zerfällt. Der Veganismus kündigt eine neue, bessere Welt an. Es liegt an dir, Teil dieser wunderbaren Bewegung zu sein.
Vegan zu leben bedeutet Verantwortung zu übernehmen und aktiv für eine gerechtere Welt einzutreten. Es ist eine Lebensweise, die auf Respekt und Fürsorge basiert. Nicht nur für die Tiere, sondern für die gesamte Erde und all ihre Bewohner und Bewohnerinnen.